Biedermann und Brandstifter lautet das Motto. Wir reden hier von Paarungen innerhalb einer Modellreihe, die mal von einem sehr bürgerlichen Basismodell hinreichen bis zu einem absoluten Extremisten. Und die wollen wir euch heute vorstellen. Diese Paarung zum Thema Biedermann und Brandstifter ist eine, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Und zwar geht es um den BMW der 02er Klasse. Der 02er BMW, der startete 1966 als BMW 1600-2. 1968 gab es den dann als 2002. Es war eine klassische Sportlimousine, die es bis dahin aus deutscher Produktion praktisch noch nicht gab. Vorbild war mehr oder weniger die allerdings viertürige Alfa Romeo Giulia. BMW hat nach diesem Muster eine kleine Sportlimousine kreiert. Nach den Krisenjahren in den frühen 60ern war BMW ja wieder erstarkt und dieser 02er, der 1966 kam, war ein absolutes Erfolgsmodell und er war so erfolgreich, dass BMW in dem Krisenjahr 1967 und drumherum, als alle europäischen Automobilhersteller dramatisch schwächelten, war es die BMW die einzige Marke, die tatsächlich noch einen Aufstieg genoss, dank dieser 02er-Reihe. Wir haben hier einen ganz interessanten Kontrast. Ich muss ein bisschen was um zu vermitteln, wie das modellgeschichtlich vonstatten gelaufen ist, noch ein bisschen ausholen. Es gab also den 1602, später 1602, dann den 2002, gab es auch mit Einspritzung 130 PS. Und dann 1973 kam eigentlich ein Skandalauto heraus. Der wurde auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt präsentiert im September 1973 und das war der 2002 Turbo. Es hat bis dahin noch nie ein Auto europäischer Produktion mit Abgasturbolader gegeben. Das war eine absolute Innovation. BMW hatte ja reiche Erfahrungen mit der Aufladetechnik aus dem Rennsport und jetzt hatte man den Mut zusammengepackt und das erstmals in einem Straßenauto, in einem Zivilauto zu präsentieren. 2 Liter Hubraum, nicht mehr 100 PS wie beim Vergaser, nicht mehr 120 PS wie beim Auto mit 2 Doppelvergasern, nicht mehr 130 PS wie beim Einspritzer TEI, sondern 170 PS aus 1990 Kubikzentimeter Hubraum. Bei der Präsentation auf der IAA 1973 ist dieses Auto vorgestellt worden mit einer Spiegelschrift an diesem brutalen Frontspoiler. Und das sollte natürlich dem Vorausfahrenden im Rückspiegel signalisieren, Achtung, und der hat das dann eben korrekt lesen können im Spiegel, diese Spiegelschrift 2002 Turbo. Hier kommt ein absolut schnelles Auto, 211 Stundenkilometer. Das war eine echte Ansage 1973. Allerdings hatte BMW die Rechnung nicht mit der Ölkrise gemacht, die gerade zu der Zeit aufkeimte. Es folgten ja die autofreien Sonntage und alles, was dazugehörte. Und in diese dramatische Zeit hinein ist dieser 2002 Turbo geboren worden, praktisch als politische, gesellschaftliche, soziale Provokation. So hat man das damals gesehen. Und deshalb gab es also einen Aufschrei in den Medien und unter den sogenannten Automobilmoralisten, wenn man so möchte. Das heißt, dieser Spiegelschriftzug, der natürlich ein gewisses Aggressionspotenzial auch in sich barg, der wurde so heiß diskutiert, dass sich sogar der Deutsche Bundestag damit beschäftigte und BMW folglich einen Rückzieher machte und dieser Spiegelschriftzug verschwand. Das heißt, die Serienversion, wie wir sie hier sehen, hat es mit diesem Spiegelschriftzug so nie gegeben. In den Innenräumen unterscheiden sich der BMW 1502 und der 2002 Turbo nur minimal, weshalb wir uns auf ein Auto hier beschränken können. Ich sitze jetzt hier in den 2002 Turbo. Was sehen wir hier? Wir haben einmal die Ladedruckanzeige für den Turbolader. Wir haben ein Ölthermometer, charakteristische Sportinstrumentierung. Ansonsten haben wir hier diese 3 sortierten Uhren wie in jedem anderen 02er BMW. Allerdings sind sie in einem rot
lackierten Rahmen gefasst. Das war ein stilistischer Gag, den sich der damalige BMW-Marketingchef Bob Lutz hat einfallen lassen. Ansonsten ein Fünfganggetriebe, Sportgetriebe mit dem ersten Gang hinten links, damit man die meisten Gangwechsel, die zwischen dem zweiten und dem dritten liegen, auf einer Ebene bewerkstelligen kann. Ansonsten schweißtreibende, kunstlederbezogene Sportsitze. Man musste also auch bei diesem sehr teuren Auto auf eine ganze Menge verzichten. So, und jetzt werden wir einmal unter die Hauben dieser beiden Autos schauen, damit ich vermitteln kann, worin die sich unterscheiden. So, werden wir mal dieses Überraschungsei hier öffnen, die Motorhaube des BMW 2002 Turbo. Was sehen wir hier? Wir sehen die mechanische Kugelfischer-Einspritzung auf dem rein Vierzylinder, diesem klassischen M10-Motor. Was wir hier nicht sehen, das verbirgt sich irgendwo da unten beifahrerseitig. Das ist der Turbolader. Wie erwähnt, der erste Turbolader in einem europäischen Straßenfahrzeug. Zuvor hat es diese Aufladetechnik nur relativ kurzlebig von den Marken Oldsmobile und Chevrolet in den USA gegeben. So, der BMW 2002 Turbo, also eine absolute Innovation, was für dieses Auto charakteristisch war, jetzt im Gegensatz zu späteren Turboautos oder heutigen Turboautos, das war das sogenannte Turboloch. Das heißt, der Drehzahlbereich, durch den man durchmarschieren musste, ohne den Ladedruck, ist dann in dem Bereich kumuliert, wo dann dieser Ladedruck einsetzte, diese massive Mehrleistung, und dann plötzlich kam dieser Schub zustande, und das hat dieses Auto sehr zickig und sehr schwer beherrschbar gemacht. Nicht? Das Auto war auch nicht besonders beliebt, sehr unharmonisch zu fahren, aber natürlich Leistung ohne Ende für die damalige Zeit. Das war schon ein richtig schweres Brett, diese 170 PS, die das Auto auf die Straße brachte. Ungefähr 8 Sekunden von 0 auf 100 und war insofern auch eines der schnellsten Straßenautos aus deutscher Produktion, trotz des relativ kleinen Vierzylindermotors. Aber das alles musste natürlich erkauft werden durch einen entsprechenden Spritkonsum. Dieser Wagen wollte gefüttert werden im Testschnitt mit ungefähr 16 Liter Super auf 100 Kilometer. Aber es war relativ mühelos möglich, auch über 20 Liter zu verbrauchen mit diesem 2 Liter Turbo. So, und das ist einmal der Turbo gewesen. Die Haube muss man beim BMW ja von innen verriegeln. Das erspare ich mir jetzt. Und jetzt gehen wir mal zu dem braven Bruder, zu dem ich sagen muss, wir haben ja hier eine umgekehrte Chronologie. Der 1502, der Biedermann dieser Paarung, der kam erst sozusagen als krönender Abschluss. Ich hatte ja eben erwähnt, dass der 2002 Turbo in die Ölkrise reingeboren wurde. Was war damals en vogue? Sparsame Autos, günstige Autos und die auch weniger verbrauchten. Was ein bisschen zum Widerspruch zum Wirkungsgrad steht. Wir hatten bei diesem Auto nachher eine reduzierte Verdichtung. Das heißt, es ist ein Normalbenziner, dafür hat er ein bisschen mehr verbraucht. Und dieser Normalbenziner, der 1502, der hat den identischen Motor wie der 1602, also den 1,6 Liter, hat aber durch die reduzierte Verdichtung nicht mehr 85, sondern nur noch 75 PS. Das war also der langsamste BMW seit langem, den man hier 1975 zum Abschluss der 02er-Reihe präsentiert hat. Er wurde auch länger gebaut als die die anderen 02er Modelle, und ist insgesamt bis 1977 reingelaufen. Das heißt 2 Modelljahre in den Nachfolger, die Dreierreihe, den E21 hinein. So, und was wir hier sehen, das ist einfach der, wie gesagt, normale rein Vierzylinder mit einem einzelnen Vergaser. Das ist alles in wunderschönem Zustand bei diesem 1502. Das ist eine absolute Rarität, dass so ein Einsteigermodell in so einem Zustand überlebt hat. Hier übrigens in der seltenen Außenfarbe Verona. So, das ist der 1502, den man übrigens auch daran erkennt, dass weitere Details weggespart wurden. Deshalb ist es eben auch ein Nacktmodell, ein Einstiegsmodell, ein günstiges Modell. Beispielsweise diese umlaufende Wasserkante, diese Chromleiste,
die alle 02er BMW bis dahin hatten. Sehr, sehr schönes stilistisches Element. Die Form ist ja von Giovanni Michelotti 1964 entworfen worden für dieses Auto. Und diese charakteristische Chromkante, die hat man bei dem 1502 weggespart. Das heißt, ein echtes Sparbrötchen mit Stahlrädern und so weiter. Was hier extra war bei dem 1502, das sind übrigens die Ausstellfenster. Die darf ich hier mal mit dem Handrad bedienen. Die waren beim 1502 nicht serienmäßig, die wollten aufpreismäßig bezahlt werden. Und damit war es eben ein absolutes Einsteigermodell. Hier also eine tolle Paarung der BMW 1502 als spätes Sparmodell, als Antwort auf die Ölkrise und sozusagen auch als bisschen als Opfer der Ölkrise der 2002 Turbo, dieses brutale Auto mit 170 PS. Zwei wirklich bemerkenswerte Autos, die auch ein Stück deutsche Automobilgeschichte geschrieben haben.